Ladies and gentlemen, are you ready? Hello. Guten Abend. Hello, everybody. Thank you for joining us for this Formo Toys panel. Ja, ich werde hauptsächlich übersetzen und meinen Senf dazu abgeben. Dann gehen wir, glaube ich, sicher, dass ich nicht aus eigenem Impuls heraus zu viel Blödsinn erzähle. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da geblieben seid, um euch das anzugucken. Ich sehe, ihr schwitzt alle genauso wie ich vor Aufregung, das ist toll. And it will be interesting because I won't have any idea what you're saying. So you could be saying anything. All right. So we'll keep it short, so we also don't steal time from the next panel. We'll tell you a little bit about our little adventure, how it started, and where it's going. Okay, ja, wir werden es kurz machen, um die nachfolgenden Sendungen nicht allzu hart zu verzögern. Wir fangen einfach damit an zu erzählen, wo wir angefangen haben, also quasi wann, wer, was, warum. So, as you may know, I'm a toy designer. I work mostly for Hasbro. I do Transformers and other brands for them, and I also work on Masters of the Universe products like the Mondo action figures. And I've been doing this job for 12 years now. Emiliano arbeitet seit 12 Jahren als Toy-Designer, hauptsächlich für Hasbro, hat aber auch an Masters of the Universe Produkten gearbeitet und mehr erinnere ich nicht. And Pair 2. Ja, ich arbeite jetzt auch schon seit 7 Jahren, glaube ich, als Toy-Designer und Sculptor. Auch für Hasbro, für Ravensburger. Oh. Sorry, um Gottes Willen. Ja, für Hasbro, Ravensburger noch und verschiedene andere kleinere Unternehmen und Projekte. Ja. So, me and Per, a few years ago, we're always saying we should do our own toys, and we just didn't have all the knowledge and the contacts we needed at that time. Ja. Vor Jahren schon haben wir naturgemäß als Spielzeugdesigner gesagt, es ist fantastisch für die Industrie zu arbeiten, aber es wäre noch besser, eigene Ideen umzusetzen. Und wir sollten unsere eigenen Spielzeuge machen, aber wir hatten einfach nicht weder die Kontakte noch
noch haben wir irgendwie gedacht, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, Sachen selber umzusetzen. Und das hat sich jetzt halt in den letzten Jahren geändert, Gott sei Dank. Und jetzt wagen wir es. That was way longer than what I said. Yeah, and it made way more sense. So at one point we started to get some of the contacts we needed to make it happen, and we said, well, let's try, let's do it. We'll learn what we need to learn along the way. And we started bunching ideas of each other, what we could do. Let's try to do this, let's try maybe do designer toys or minifigures. Ja, in den letzten Jahren haben wir halt immer mehr Kontakte zusammenbekommen über Networking und einfach über Arbeitskontakte und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir es tatsächlich machen können und haben dann angefangen, Ideen Ping-Pong zu spielen. Emil hatte eine Idee, ich hatte eine Idee, Sachen wurden aufgeschrieben, Sachen wurden vergessen, Sachen wurden wieder ausgegraben, uralt Sketche wurden wieder ausgegraben und so hat es dann angefangen. Yeah. So we were designing some stuff, designing some products, some of the ideas of the things we would love to work on as toys. And there were completely different things from what we're doing right now. But it was a start for us. Legends of Dragonore, what was before Legends of Dragonore, was something that we had in mind, but like, oh, maybe in the future we will be able to do even that. I totally didn't get that. No. In der ganzen Zeit haben wir viele Designs gemacht, haben Sachen gemacht, die wir gerne sehen würden, die wir gerne gesehen hätten als Kinder. Und jetzt die ganze Legends of Dragonore und die ganze Entstehungsgeschichte dahin, das waren halt alles Sachen, die wir immer machen wollten. Und wir haben gehofft, dass wir eventuell irgendwann in der Zukunft in der Lage sind, solche Sachen umzusetzen. Dass das jetzt tatsächlich funktioniert hat, da bin ich selbst jetzt noch persönlich immer überrascht. Wenn ich die Sachen stehen sehe, wundere ich mich immer, wo die herkommen. Then it came up PowerCon and Val Staples. He contacted me. We talked again after many years, and he was telling me about how he wanted to invite more toy companies to have more exclusive toys for PowerCon. And then I started thinking, well, we may have the perfect line for PowerCon to do exclusive, because PowerCon, of course, has a built-in audience with He-Man fans. And I started putting these ideas together, and I told the guys, at that point I forgot to mention Josh, I'm sorry. Josh Van Pelt joined us, my old friend, because we needed a third person in our company. And I said, guys, why don't we do this retro line that is perfect for PowerCon? Den Startschuss zu der ganzen Nummer hat Val Staples gegeben, der angerufen hat, und er wollte eine Exclusive Line für PowerCon haben. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit Josh Van Pelt und haben gedacht, diese Linie, die wir quasi schon in der Schublade haben, die wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, um auf der PowerCon diese Line anzubieten, weil ja quasi das Grundinteresse für diese Art von Figuren auch für PowerCon ja schon gegeben ist. Man hat also das perfekte Publikum schon da. So we pitched him the idea. We pitched Val the idea, and we started creating this line. So what we wanted to do was a retro line, 5.5 inches, which is the format of so many toys from the 80s, not just Masters of the Universe. There were a lot of toys. There was Beast Warriors. Beast Warriors. All the Remco stuff, Galaxy Warriors. And there was also Black Star, and even Thundercats is part of that wave of figures. And we wanted to do just an homage to that time and really work with what the toys were during the 80s. So not do anything modern, even talking about technology, articulations, paint application. My idea was that those figures should look like they were done in the 80s.
Was wir wirklich machen wollten, waren Figuren, die einfach absolut retro sind und sich richtig anfühlen. Emil sagt immer, er wollte, dass sie aussehen wie Figuren aus den 80ern. Mir war es vor allem wichtig, dass die sich anfühlen wie Figuren von damals. Man muss die Sachen ansehen und man muss diesen nostalgischen Kick kriegen. Man muss das Gefühl haben, die kenne ich, mit denen hätte ich spielen müssen. Wo waren die ganze Zeit? Das ist das, was ich wollte. Und deswegen haben wir auch ganz viele Designentscheidungen sehr einfach gemacht. Es sind keine komplizierten Gelenke, es sind einfache Joints, es sind einfache Spielmechanismen, die da drin sind. Und bei fast jeder Ecke einer Spielfigur haben wir uns irgendwas gedacht, was dieses Grundgefühl dieser Retro-Spielzeuge hervorrufen sollte. Plus, another thing that I like a lot in toys is modularity, and we wanted a line that, because it's based on a shared tooling like those all lines, could also be mixed and matched. So we designed these figures to have pop-up joints, so you could just rearrange the figure the way you wanted, and more figure you collected, the more you could easily customize them because you could just swap parts. Die Modularität der Figur, die war von Anfang an total wichtig, weil wir drei super drauf gestanden haben, Sachen mit Mix and Match selber zu kreieren. Wir wollten, dass der Endkunde die Möglichkeit hat, schon aus der Box heraus kreativ mit den Figuren zu sein. Deswegen haben wir diese einfachen Pop-Apart-Elemente gemacht, damit man die Figuren möglichst schön verändern kann nach seiner eigenen Vorstellung. Und natürlich, je mehr man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man auch, diese Figuren zu durchmischen und eigene Kreationen zu machen. I was wondering, are the pictures moving? It's always the same, right? Okay. Yeah, there are more pictures. Just that. We started looking for a factory because these are going to be real toys, not just custom figures, not done in a couple hundred figures, which will be already a lot, but this will be done in the thousands. So we needed an actual factory in China that could do injection molding, that could do all the engineering, etc. And we just looked to find out all the stuff we didn't know about. So there was a long learning process. War tatsächlich eine steile Lernkurve die ganze Zeit. Erstmal überhaupt eine Fabrik zu finden in China war schon eine Aufgabe an sich. Und wir brauchten eine Fabrik in China, weil wir keinen Small Run machen wollten. Es sollten nicht einfach nur ein kleiner Schwung Designerfiguren werden, irgendwie 200, das hätte ich fast noch selber in der Garage gießen können. Es sollte größer werden, es sollte sich anfühlen wie ein richtiges Spielzeug. Es soll richtiges Spielzeug sein. Und deswegen da eine Fabrik zu finden, die fähig ist, das für uns zu machen, richtig mit Injektionsverfahren und richtigem Plastik, die in der Lage sind, die Paintshops wirklich abzuliefern. Das war schwierig, die Daten so anzuliefern, wie sie gebrauchen können. Jemand da zu finden, der tatsächlich einfach schon grob in der Lage ist, mit einem zu kommunizieren. Da war spannend. Also at the same time, we were lucky to have the support of our friend Mark Taylor. And we asked permission to use some of his unused designs, and he gracefully said yes to us. And that was a big thing for us, because it was part of bringing back all these forgotten ideas and words that he dreamed of for us. So we created our first line, and unfortunately that couldn't happen because there were somebody raised some issues, possible confusion, etc. So we had to go back to the drawing board. We decided, okay, let's try something a little bit different. Let's redesign some of the stuff. And we came up with what you can see on our table now, which is our current lineup, which is 6 figures, 3 good guys and 3 bad guys, 2 female figures. And it was an interesting process, also updating what we had in mind at first. Ja.
Wir haben die Line ja mit einem anderen Line-Up angefangen. Wir hatten damals netterweise die Erlaubnis und sogar die Ermunterung von Mark Taylor, seine alten, unbenutzten Designs zu benutzen, um sie in die Line einzuflechten. Aus verschiedensten Komplikationen konnten wir das dann leider nicht so durchführen. Und damit wir trotzdem irgendwie in Bewegung bleiben, haben wir uns entschlossen, bevor wir das jetzt komplett versuchen, irgendwie durchzuziehen, lass uns das Line-Up anpassen, damit wir am Ball bleiben. Und ja, wie wir es angepasst haben, können wir jetzt im Display sehen. Und viele Designs sind natürlich schade, dass sie momentan nicht umsetzbar sind, aber ich finde, das aktuelle Line-Up ist trotzdem, kann man so stehen lassen. Ich bin zufrieden. So here we are finally. We opened pre-order on 25th of May. And this is why we're here, to sell our toys. So I don't think it's too shameless to explain what's going on. That the toys can be purchased on our website, formotoys.com, where you can purchase the whole set only, not the single figures, because we need the funds to produce all 6 figures. The bonus is also that when you buy this full set, in each figure you'll find a piece of the divine armor, the first divine armor, which is the 7th figure that you can see in the middle of the display there. And when you buy all 6, you can put it together. Offensichtlich sind wir hier, um unsere Figuren zu vermarkten und zu verkaufen. Und keiner sagt, ihr müsst jetzt die Figuren kaufen, aber ihr müsst die Figuren kaufen. Also, wir haben 6 Figuren und jede Figur hat von der Divine Armor, der roten in der Mitte, ein Gliedmaß mit in der Verpackung. So, wenn man das komplette Set kauft, hat man quasi eine weitere Figur zum Zusammenbasteln. And for those who wants to have something earlier, because the figure will take 9 months to be produced at least, we created this little cardboard castle that can go behind the figures, but you will receive that earlier if you buy the full power option, where you get this early bird kit with the cardboard castle, some pull-out cardboard figures, and a poster by Metal Tool, which is probably appearing there somewhere, which is the first time we're showing because Matt just completed it. Wo hast du angefangen? About the early bird kit. Die Produktion wird bis zum ersten Quartal 2023 dauern. Dann werden die Figuren zu uns geliefert. Beziehungsweise dann hoffen wir, dass die Figuren bei uns in den Warenhäusern ankommen. Bis dahin wird halt produziert und wir hoffen, dass alles gut geht. Wenn man früher etwas haben möchte, dann kann man das Early Bird Kit nehmen und dann bekommt man dieses kleine Castle Dragonore Stand-Up Display und kleine Figürchen mit Pappe, quasi in bester Retro-Manier wie früher mit den Star Wars Figuren. Yeah, the concept was really much like the early bird kit from Star Wars. We thought, we cannot have the toy ready immediately like it happened with Star Wars and Kenner. So we said, okay, let's do something similar. It's a very retro concept. That's true. You said that before me, right? Yeah, okay. All right. And also, of course, for those who prefer to order them from their favorite shop here in Europe, especially because we understand the shipping cost right now is pretty bad from US. You can buy them from some shops that we're listing on our website. We're adding more and more shops. Some already have them listed. And also some of these are listing the single figures. So if you want to buy single figures, you can do it from these shops. And also we hope to announce soon a way for us to ship the figures from US cheaper. We haven't defined this option yet, but we hope to announce it soon. And for those who have already ordered them, of course, we'll refund the difference. Die Figuren können natürlich, also
aus meiner Sicht heraus am liebsten über unsere Website geordert werden, weil wir als Firma dann das meiste davon haben. Aber wir können halt nur das komplette Bundle verschicken und momentan sind halt die Shippingkosten, die sind halt global einfach furchtbar momentan. Wir arbeiten an dem Ding, versuchen die Shippingkosten zu drücken und einen Workaround zu finden. Wenn das passiert, werden wir es natürlich announcen und die Leute, die schon geordert haben, bekommen das Geld zurück. Wer einzelne Figuren haben will oder bei seinem Lieblingsshop, solange der unsere Figuren gelistet hat, bestellen möchte, der kann auf unsere Website gehen. Da haben wir eine Liste, wo auch drauf steht, welche Shops unsere Figuren führen und kann da auch einzelne Figuren bestellen. I guess that's it for the business part. We said, am I forgetting anything? Very, very likely, yes. All right. Well, I just wanted to spend 2 words on what we actually do on this line. So we have Josh Van Pelt, which is our CEO, and it basically takes care of everything that we cannot take care of, which we are bad at, like math and finances, etc. So Josh is saving us from all these troubles. Let me have that one first. So our third guy in the team is Josh Van Pelt. Der ist der CEO und der regelt alles, wofür wir Kreativen einfach absolut unnütz sind. Alles, was mit irgendwelchen Zahlen zu tun hat, Administration, rechtliche Klamotten, der ganze Überhang, von dem ich nur verrückt werde und Emiliano depressiv, den übernimmt der Josh. Vielen Dank. Then there is me, which I do most of the designs. I wouldn't say I do everything because we do a lot of stuff together, but I draw and choose colors and just come up with the concept for the figures and other things that we want to do. And then tons of other jobs because it's only us 3, so even like Facebook posts, etc., we have to do it. Fortunately, on that part, we have a 4th member, which is Martina Dezzi, which is helping us a lot with all the promotional stuff. It's our social media manager. Ja, Emil ist hauptsächlich für Konzeption, Artwork und Kreation verantwortlich. Die ganzen Grundideen, die macht hauptsächlich er. Wir haben eine Menge Hin- und Herarbeit, wo ich Sachen sketch und ihm die dann rüberreiche in der Art, wie ich es noch kann. Und dann macht er die Sachen perfekt. Ja, aber die ganzen Grundgerüste, die kommen eigentlich fast alle von Emiliano. Und dann macht er noch unfassbar viel anderes. Er kümmert sich unheimlich viel um Listen, Ideenfindung und unheimlich viel Social Media, was aber auch sehr zeitintensiv ist. Und deswegen haben wir unser 4. Mitglied, die Martina Dessi, dabei, die ganze Social Media Klamotte für uns momentan bedient und da auch einen Spitzenjob macht, wie wir finden. And then, of course, we have Per, which has been vital to the whole thing because basically it was the one convincing me to do this. So I can blame him in the future. Ja. Ja. Und dann bin ich bin halt 3D-Sculptor, sculpte seit über 20 Jahren, jetzt am Rechner, erst seit 7 Jahren tatsächlich Spielzeug und Miniaturen. Und ich habe damals tatsächlich Emiliano überredet und habe gesagt, pass mal auf, eigentlich können wir doch alles, was wir bräuchten. Lass uns doch einfach versuchen. Mehr als uns auf die Nase legen können wir ja nicht. Ja, und er ist sehr froh, dass ich ihn überredet habe, weil jetzt bin ich schuld. That was my fault. And well, before we close, and maybe, of course, if you have questions, you're free to ask them. There are a couple of questions that people always ask us, and I can anticipate. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Es gibt sehr oft die gleichen Fragen und auf manche Fragen können wir aus gegebenem Anlass einfach nicht wirklich antworten. Also seht uns das nach, wenn wir nicht ganz so redselig werden an manchen Stellen. Gibt es überhaupt Fragen? But no, I wanted to say a couple of things first. I wanted to say a couple of things first, then we give them the microphone. Behalt die Frage im Kopf. Okay. First question that is always asked us is why we didn't give them origins articulations. Eine sehr regelmäßige Frage ist natürlich, warum haben unsere Figuren
nicht eine gemeinsame Schnittmenge mit den Gelenken der Origins-Figuren? And their answer is because we didn't want to. Really, we wanted to do toys that look at vintage, that felt vintage. Maybe we'll do something else with more articulation, but these had to be vintage in every aspect. Yeah, and we didn't want the figures to be just a piggy ride for some other product. So, wir wollten keine Figuren machen, die die Origins-Artikulation haben. Wir wollten wirklich diese sehr simple Artikulation und vor allem wollten wir kein Produkt machen, das einfach nur Huckepack auf irgendeiner anderen Toyline mitfährt. Das ist eine eigenständige Toyline und deswegen haben wir uns auch sehr bewusst für diese Art der Artikulation entschieden. Then the other question we always get is, are you going to do more past this bunch of figures? Is there going to be a wave 2? Are you going to do vehicles or creatures or even a playset? The answer is, of course we want to. We plan a lot of other stuff. We planned all sorts of creatures. We have several concepts in the work. Our cardboard castle hopefully one day will turn into a real playset. The thing is, help us get this line started, help us produce this first wave, and then if we are successful enough, anything is possible. Wir werden immer wieder gefragt, habt ihr noch weitere Pläne nach diesen 7 Figuren? Und die Antwort ist natürlich, ja, wir haben eine Menge Pläne. Wir wollen Fahrzeuge, Playsets, Dekozeug, wir wollen Fahrzeuge, wir wollen das ganze Zeug machen und wir haben auch schon Designs dafür. Aber, wie wir als MOTU-Fans und MOTU-Kunden es sehr gut kennen, Sachen können passieren, wenn Leute das Produkt unterstützen. Das läuft bei uns genauso wie bei so vielen anderen kleineren und größeren Unternehmen. Wenn ein Produkt läuft, können wir Sachen umsetzen. Ohne geht es leider nicht. Und da kommt es auch ein bisschen auf den Markt an, auf euch an. Und ja, das können wir uns nur auf die Qualität von unseren Sachen verlassen, dass ihr bereit seid, die zu kaufen. Okay. So, now, their questions. It was him. Okay, well, we'll get to you. Did you create the figures with a specific story, with a specific lore in your mind? And how outflashed is this already? Okay, yeah. Yes, we have a story, of course. All our characters have a story. There is a story for the universe. You can read the bios of the single characters on our website, but also there is a lore behind them. And the main concept is this castle that exists in every dimension, and in each castle there is a well, and through this well the heroes and villains can travel through dimension, and they're all searching for these divine armors that are all scattered across the universe. There is a story about the divine armors that we will eventually reveal too. Die Frage war, ob es eine größere Geschichte zu den Figuren gibt. Und die Antwort ist ja, es gibt eine größere Geschichte. Jede Figur hat ja jetzt schon eine Bio, die auf der Webseite einsehbar ist und auf der Rückseite von unserem kleinen Poster da. Und wir haben auch eine größere Geschichte, die die ganze Welt zusammenbindet. Es gibt ein Lore, wo die Sachen erklärt werden, Motivationen erklärt werden. Zum Beispiel gibt es die Quelle, The Well, die existiert in jeder Dimension an bestimmten Punkten. Und zwischen diesen Quellen können unsere Helden reisen und sich auf die Suche machen nach der Divine Armor of Power, die in jeder Dimension existiert und die natürlich eine riesen Machtquelle ist und deswegen sind da alle scharf drauf. Yeah, of course they will. As I said, the producing a toy takes a lot of time, always. You have at least 3 molds to cut the molds. Then you have the actual production, which may take another 3 months at least. And then you have shipping from China, which take around 2 months by boat.
I guess the question was if those figures will be available in stores. Oh, like you mean in actual stores, like on an big actual chains? shelf, Said, on a okay, physical okay. shelf. Well, not big stores, like big chains, no, because we are not that big of a company. And to bring toys in those big chains, you need to have a media support. And we just don't have the means to do cartoons and comics right now. But any shops that wants to order them and carry them, like specialty shops, they will have them. We know that some will have them because they ordered it already from us. Die Frage war ja, ob die Figuren irgendwann im regulären Handel erhältlich sind. Und da haben wir momentan noch keine wirklichen Pläne für. Also wenn man sich mit den großen Ketten einlassen möchte, dann muss man wirklich Quantitäten rausbringen, die wir momentan überhaupt nicht handeln könnten. Von daher, wenn kleinere Läden, Comic-Shops, Figurenläden, wenn die Sachen bestellen und sich hinstellen, super. Aber dass so Sachen jetzt wie nach Toys R Us oder Müller oder so kommen, das ist momentan noch nicht. Dafür braucht man auch ein ganz anderes Rückgrat mit Comics und Cartoons und das haben wir noch nicht auf der Liste. Anybody else? I guess not. So I think we can wrap it up. And we want to say thank you to you guys that listen to us. Thank you for welcoming us in and now. And we hope you'll enjoy our toys when they come out. Ja, vielen Dank fürs Erscheinen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank für all das großartige Feedback, das wir heute wieder gekriegt haben. Das stärkt einem echt den Rücken. Vielen Dank.